Also sicherlich wäre es gut, in anderen Quartieren auch zu berücksichtigen, dass die Bewohner so früh wie möglich eingebunden werden, die künftigen, dass sie sich so früh wie möglich mit der Gestaltung auseinandersetzen können und dass sie sich so früh wie möglich untereinander kennenlernen, um eben dann auch das für später mitzunehmen. Die Rolle von Reality Lab für den soziologischen Prozess war eine sehr maßgebende Rolle, weil wir Bauträger natürlich immer so mit Scheuklappen unser Bauträgerthemen, sage ich jetzt einmal, abhandeln und wir brauchen halt einen Moderator, der uns quasi hier mit diesen wichtigen Themen, sage ich jetzt einmal, informiert und das hat Reality Lab eigentlich sehr gut umgesetzt und uns hier wirklich gut geführt. Und natürlich auch der Prozess im laufenden Betrieb geht ohne den Soziologen zu Beginn auf jeden Fall nicht. Also da ist die Begleitung mit den Soziologen für unsere Bewohner, sage ich jetzt einmal, sehr wichtig. Schlüsselerlebnis war sicher, wie wir es dann geschafft haben, die Kosten für die Bewohner wirklich auf dem eigenen Bauplatz zu belassen. Also dass man nicht diese umständlichen Fragestellungen hat, wer vergütet jetzt wem wie viel oder wie regle ich das unter den Bewohnern in der Bewirtschaftung. Also das war sicher ein tolles Erreichen, sage ich jetzt einmal, eines guten Ziels. Der Beitrag der Hausverwaltung für die gute Kommunikation hat von Anfang an begonnen mit den gemeinschaftlichen Arbeiten mit der Hausverwaltung, mit Reality Lab, das Einbeziehen in die Themengruppen, in die Ansprechpersonen vor Ort. Und ich glaube, wenn man selber schon so stark involviert ist von Anfang an und auf Augenhöhe mit allen anderen spricht, kommuniziert man das nach außen, diese gewisse Zufriedenheit oder dass man sich da sehr stark identifiziert, auch selber mit der Wohnhausanlage. Und das merken die Bewohner und dadurch, glaube ich, entsteht einfach ein zufriedenes Gesamtkonzept. Man kann zwar viel an Motivation einbringen, dass man halt auch diese Akzeptanz, wenn es halt nicht irgendwie groß ankommt oder nicht das alles, was man sich erwartet, halt nicht in Umsetzung kommt, ist es halt so. Aber damit muss man einfach rechnen, weil es ist einfach eine extrem große, vielfältige Nachbarschaft. Wir haben jetzt dann doch, glaube ich, über 1000 Wohneinheiten, alleine die im Wiesendialog mitgemacht haben. Und dass da halt sehr unterschiedlich wie der Anklang dann ist, je nach Themengruppe, je nach Engagement und je nach Thema, was man halt an Veranstaltungen oder wie auch immer setzen will. Ich glaube, man darf nur Aufgaben annehmen, die man auch selber bewältigen kann. Man muss lernen, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, glaube ich. Und das Schönste, was man gelernt hat, ist so diese Individualität der Menschen halt. Also das war echt schön. Wenn man den einen was Gutes getan hat, hat der andere vielleicht wieder so einen anderen Hals bekommen oder war nicht so begeistert. Und das hat schon Spaß gemacht, dieser ganze Konflikt oder versuchen, dass man aus vielen Einzelteilen doch ein Teil macht. Und das war schon cool. Dieses gemeinsame Gestalten ist einfach, finde ich, einfach sehr gut, wenn man da schon auf diverse Wünsche von Bewohnern von vornherein eingehen kann, was manche Ansprüche sein könnten, wie man es sich vielleicht haben will. Weil sonst wird halt von, sagen wir mal, irgendwem, der halt so hinter dem Projekt steht, sagen, gut, das gehen wir jetzt in den Raum oder das gehen wir jetzt in den Raum, schauen wir mal, ob es angenommen wird oder nicht. Ja, also was wir vielleicht besser machen könnten in Zukunft bei ähnlichen Aufgaben, ist, dass wir noch ein bisschen mutiger mit diesen Paragraph 53 Flächen umgehen. Da gibt es sehr, sehr viele Vorgaben, die man aber meiner Ansicht nach etwas unbeschwerter angehen könnte. Was für mich jetzt noch wichtig wäre, oder wenn wir jetzt sagen könnten, wünscht ihr was, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn dieses Quartier noch länger begleitet werden würde von Reality Lab. Das merkt man, finde ich, weil es da einfach so viele Themengruppen gibt. Da gibt es die Verwaltung, da gibt es die Themengruppen, da gibt es die Mieterbeiräte und oben drüber sozusagen der Schirmherr war einfach Reality Lab, der das immer sehr gut zusammengefügt hat, wodurch eben auch die Zufriedenheit entstanden ist. Und ich glaube, es wäre wichtig,
dass das vielleicht nicht so intensiv in dem Ausmaß, wie es am Anfang war, aber doch, ich glaube, so ein großes dynamisches Projekt braucht auch noch weiterhin eine Koordination. Es ist, glaube ich, der Fehler gemacht worden, dass ja mehrere Wohnhausanlagen hier, also mehrere Wohnträger sind, ja. Und jeder Wohnträger ist für einen bestimmten Bereich der Grünanlage zuständig. Das heißt Wien Süd für den Bereich, dann die andere oder AWAC für den anderen Bereich. Also alle haben einen bestimmten Bereich. Und das funktioniert, glaube ich, nicht sonderlich gut. Also sowas würde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr empfehlen, wenn ich was zu sagen hätte. Ich glaube, es ist besser, es ist einer zuständig. Ja? Weil ich habe schon gesehen, es gibt zum Beispiel Streifen, die werden überhaupt nicht gepflegt. Das dürfte offensichtlich manchen nicht bewusst sein, bin ich da zuständig dafür oder nicht? Also nicht funktioniert als konkrete Beispiele eher von der Ausstattung her, was die Sporthalle zum Beispiel, so wie sie halt ausgeführt wurde, weil es ist dann halt schon schade, wenn man vor dem tatsächlichen Herzug halt hört, es gibt eine Sporthalle, es ist eine Turnhalle, wie auch immer, und wenn man dann da ist und anfangen will, sie zu nutzen, stellt man dann fest, es ist halt eine Bodenturnhalle, so auf die Art, wo man halt ein bisschen was sich bewegen kann, aber wirklich Sport kann man da jetzt nur bedingt machen, weil es einfach von der Konstruktion ungeeignet war. Oder auch diese Themengruppe Musik, die wir zusammengefunden haben, als gesagt, es gibt einen Musikraum, dann haben wir halt festgestellt, als wirklich Proberaum für eine Gruppe ist leider auch nicht nutzbar, weil er einerseits zu klein ist und auch von der Konstruktion, diese Matten, die dann drauf gegeben worden sind, angeblich von einem Tontechniker, dass das halt nicht funktioniert hat. Nachdem in der Wiesn Süd erfolgreich war, der Wiesendialog erfolgreich war, hat man gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, das einfach jetzt zu standardisieren. Im Gebiet Neu-Leopoldau zum Beispiel ist das aber gelungen, auch mit kräftiger Unterstützung der Gebietsbetreuung und allen Akteurinnen und Akteuren, die dort vor Ort sind. Aber man hat gesehen, dass es trotzdem einige Anlaufschwierigkeiten braucht und mit sich bringt, das, was man schon gelernt hat, in einem anderen Umfeld mit zum Teil neuen Partnern und Partnerinnen wieder umzusetzen. Und wir haben daher in der IBA das aufgegriffen und jetzt eine Studie beauftragt, wo wir mit einem Juristen uns anschauen wollen, wo sind denn diese Haken, die es so schwierig machen, also aus rechtlichen, aus Haftungsgründen, dass man in Zukunft einen Weg findet, der das einfach leichter macht. Beispielsweise das Thema der Grün- und Freiraumplanung. Das haben wir ja sehr offen gelassen. Das heißt, jedes Projektteam, das hier angetreten ist, auch in der ersten Stufe, musste Vorschläge einbringen, wie die § 53 Straßen ausgestaltet werden, wie die Grün- und Freiräume. Und da haben wir gelernt, dass die eigentlich jeder von der Stunde Null begonnen hat. Und wir haben in der Peresgasse und ähnlich wird es auch in der Meischelgasse sein, dann für die Grün- und Freiraumgestaltung Leitlinien entwickeln, so einen kleinen Masterplan, wenn Sie möchten. Und das erleichtert natürlich dann schon die Weiterbearbeitung, indem schon auf einer vorhandenen Grundbasis aufgebaut werden kann. Was wir auch gelernt haben, das ist ja hier damals noch nicht möglich gewesen, sozusagen die frei Finanzierten hier mit ins Boot zu nehmen. Das war ein Stück Freiwilligkeit, wenn sich die zu irgendwelchen Dingen bekannt haben. Im Urban Gardening war es dann schon etwas besser. Und jetzt mit der Installierung des Qualitätsbeirates, und der spielt ja in der Entwicklung oder in der Vorbereitung des Bauträgerwettbewerbes in der Meischelgasse eine wichtige Rolle, haben wir durch dieses zusätzliche Qualitätsinstrumentarium auch einen Zugriff unter Anführungszeichen, aber Einflussmöglichkeiten für die frei finanzierenden Projekte, die sich auch natürlich in einem reduzierten Ausmaß, aber hier diesen quartiersbezogenen Themen unterzuordnen haben oder die zumindest in ihren Planungen zu berücksichtigen. Wenn man Ideen hat, sollte man sie unbedingt einbringen und einfach schauen, ob man nicht Gleichgesinnte findet. Manchmal geht das schneller, als man glaubt. Man glaubt manchmal, man ist die einzige Person, die sich etwas wünschen würde. Und wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, merkt man, hey, ich bin nicht die Einzige, die vielleicht Bedarf an dem und jenes hätte.
Und dann ist man auf einmal zu fünft und dann lassen sich Sachen viel besser verwirklichen. Flexibilität ist ganz wichtig und nicht starr auf irgendwelche Regelungen achten, sondern wirklich versuchen, so flexibel wie möglich auch diese Regeln anzupassen. Wenn man so eine Anlage einzieht, ja, man kommt eigentlich relativ schnell rein. Man braucht einen digitalen Hausmeister oder irgendein digitales Medium, was es normalerweise immer jetzt gibt. Öffnen, reinschauen, dann sieht man sofort die Themenräume, Themengruppen. Und dann, ja, ganz normal, so wie wir es auch gemacht haben, Nachbar ansprechen, ein bisschen plaudern, einfach ins Gespräch kommen. Bei einem neuen Projekt ist es eben wichtig, dass engagierte Leute dabei sind, damit andere, vielleicht ein bisschen schüchterne, die nicht mitmachen, ein paar Vorbilder vor sich haben. Ja? Und dann entwickelt sich das Ganze.